Willkommen zu Frequent Traveler TV. Mein Name ist Lars Korsten. Ich bin hier wieder mit einer frisch gepressten Sendung für euch. Themen, die ich für euch frisch gepresst habe, sind zum Beispiel: Lufthansa möchte den City Line-Mitgliedern einen leichteren Übergang geben zu anderen Konzernschwestern, um es mal so zu formulieren. Dann geht es auch direkt weiter. Die TAP, die hat ganz klare Vorstellungen, beziehungsweise die Regierung bei der Übernahme von der TAP, so ist es richtig. Boeing 777X hat den nächsten Meilenstein, TIA 4. Ich erkläre euch, was das ist. Dann neue 380 Business Class, da gibt es einige Strecken, aber eigentlich ist es wieder ein Würfelspiel. Ich erzähle euch warum. Und wir haben eine Aktion von den Freunden von American Airlines. Die lassen euch Premium Economy buchen, aber ihr fliegt Business Class. Ja, also ein Upgrade-Deal. Ihr denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen, aber auch natürlich ganz, ganz klipp und klar, wie heißt es, aufs Gut zu kommen. Also ich freue mich auf euch. Ja, die Boeing-Freunde kommen mit der 777-Zertifizierung vorwärts, haben da große Schritte anscheinend wieder gemacht und der Schritt nennt sich TIA 4 oder TIA Phase 4 und 5. Da ist es so, dass es natürlich zur Verzögerung kommt, aber 2027 rechnet Lufthansa ganz dringend damit und auch ganz fest damit, denn die finale Zertifizierungsphase läuft. Lufthansa erwartet ja die Auslieferung sogar im Quartal 1. Und wenn wir uns das angucken, sagen wir, ja, Verzögerung hat 4,9 Milliarden US-Dollar bei Boeing gekostet. Und last but not least, keine technischen Probleme, nur Zertifizierungsaufwand im Moment. Das ist das, was der Fahrplan ist. Jetzt wollt ihr aber wissen, was TIA 4 ist. Und zwar Type Inspection Authorization. Heißt, jetzt prüfen wir das Flugzeug offiziell im echten Betrieb. Heißt also, echte Testflüge mit der FAA an Bord, die gucken sich alles an und da wird im Prinzip nur noch der Haken gemacht, ja, dann. Und das ist relativ fix. Und was bedeutet das konkret? Dass es halt wirklich mit der letzten finalen Prüfphase vor der Zertifizierung mit TIA 4 Gas gibt. Und dort werden wirklich alle Systeme unter realen Bedingungen getestet. Dann gibt es also 4a, 4b. 4a wäre erste Validierung, 4b ist die finale Bestätigung. Und jetzt ganz, ganz wichtig. Wichtig ist, es ist fast, also es kann immer noch ein bisschen schief gehen. Danach kommt nur noch Phase 5, das heißt also Dokumentation und die finale Freigabe. Hauptproblem sind halt die Bürokratie und die Nachweisung. Wir haben ja auch gesehen, wie lange die Bürokratie bei der FAA dauern kann, bei der Lufthansa mit der Zertifizierung der Sitze. So, als wirklich knallharten Hammersatz kann man jetzt also wirklich sagen, dass die Boeing 777X als Flugzeug funktioniert. Jetzt muss Boeing es halt nur noch der FAA beweisen. So einfach ist das. Oder auch so schwer. Ich bin mal gespannt, wie man das Ganze weiter beobachten kann. Von hier aus, wir haben noch Anfang des Jahres irgendwie so erstes Quartal. Das heißt also, die haben noch viel Zeit. Ja, am Ende des Tages ist es so, das Wichtige an der Stelle ist halt, dass man am Ende sagen muss, ja, interessanterweise geht es da voran und ich hoffe, dass das geht. Planungsunsicherheit, klar, es geht jetzt halt wirklich noch um die Zertifizierung, Zulassung und die technischen Sachen, aber die können halt natürlich, ja, ich sag mal, am Ende des Tages ehrlicherweise, da schickt jemand Nachrichten, kann noch was passieren, aber ich denke mal nicht. Also ich denke mal, jetzt werden sie wohl die Timeline halten oder ich hoffe es, keeping fingers crossed, dass sie das halt machen. Und was auch ganz wichtig ist, die Frage ist Boeing dann überlegen den Freunden von Airbus, also, oder ist Airbus weiter überlegen? Und vor allem, wie abhängig macht die Lufthansa sich von der 777X? Die 777X ist ja schon ein Gamechanger, ist ja einfach überholt, ist die 350 einfach so viel geiler. Da könnt ihr gerne was zu sagen. Die Cityline wird ja abgewickelt und jetzt ist aber so, dass man bei der Cityline das Personal, ach, die Frage des Tages habe ich vergessen, oder? Habe ich nicht? Nein, ich habe ja gesagt,
Gamechanger. So, jetzt aber zur Lufthansa Cityline. Bei der Cityline ist es so, dass man die Zubringerstruktur ja radikal umbaut. Die Cityline geht ja auf in verschiedensten anderen im Prinzip. Das heißt also nicht so, dass man das Personal jetzt direkt rüber wuppt in eine neue Firma, sondern das heißt also, man baut neue nebenbei auf. Das heißt, man hat in München die City Airlines aufgebaut und baut sie weiter auf. Man hat die Eurowings, die halt da Verkehre übernehmen. Und die Flotte von der CIJ, die betrieben wird von der Cityline, geht 2026 weg. 900 Flugbegleiter sind betroffen. Die City Airlines ist halt die neue Plattform. Wechsel zur Mainline möglich, aber nicht garantiert für das Personal. Und die Gehaltsmodelle sind ja stark umstritten, weil es halt wirklich weniger Geld gibt. Airlines haben natürlich damit die klassische Kostenoptimierungs- und Qualitätsproblematik. Das heißt also, für uns als Passagiere gibt es vielleicht Qualitätsunterschiede, weil es auch eine verschiedene Mentalitäten dann in der Firma gibt. Das muss man ja auch ehrlicherweise sagen. Hubzubringer bleiben aber kritisch für Statuskunden, weil ich sage mal so, wenn jemand mit der Lufthansa international fliegt, kommt er first in der Business Class an und geht dann auf einen anderen, das ist dann immer relativ schwierig zu erklären. Aber strategisch ist es halt so, dass die Fluggesellschaften versuchen, das Ganze in günstigere Gesellschaften zu verlagern. Und die europäischen Fluggesellschaften sind ja unter Kostendruck. Die Frage ist natürlich, ist das eine notwendige Restrukturierung oder ist das ein Dumping für Gehälter, dass man einfach nur guckt, dass man noch mehr Profit macht? Und ist die City Airlines ein Low-Cost-Hub-Feeder am Ende? Und damit dann die Eskalation Richtung Streiks noch schwerer. Wird Lufthansa zu komplex oder zu effizient? In Anführungsstrichen zu effizient kann man ja nie sein, aber ihr wisst, was ich meine. Also Lufthansa krankt ja immer, dass man alles etwas versucht, komplexer zu machen als andere und krankt dann damit. Beim Thema Fuel Hedging sind wir ja froh, dass sie da konservativ sind, aber da muss man halt immer die Frage stellen, macht das Sinn? Da könnt ihr gerne was zu sagen. Die 380er werden ja Gott sei Dank geupgradet in der Business Class, da gibt es die neuen Sitze. Und Fokus ist halt mit direktem Gang zusammen die Sitze auszustatten, aber halt wie gesagt problematisch mit der 1-2-1-Konfiguration, weil es ein Flugzeug damit ausgestattet ist. Der erste Einsatz soll auch im April 2026 sein auf den Strecken Boston, Los Angeles, Washington und Delhi. Sitze sind ja reduziert worden auf 68, vollständiger Umbau ja erst 2027 bei allen Flugzeugen. Das Produktupgrade ist dringend notwendig gewesen aus der Sicht der Vielflieger, auch aus meiner Sicht ehrlicherweise, denn die Experience ist mit dem neuen Sitz natürlich wesentlich geiler und wesentlich besser. Und es ist natürlich eine Premium-Offensive gegen die Gulf Airlines und die war ja auch notwendig im 380er, denn die Lufthansa hinkte ja lange, lange hinterher und hinkt es immer noch, bis die Maschinen ja auch alle ordentlich umgebaut sind. Ist es zu spät für ein echtes Premium-Upgrade? Lohnt es sich überhaupt für den 380er, der vielleicht gar nicht lang genug bei Hansens in der Flotte bleibt? Vielleicht geht er ja schneller weg, als wir denken. Ist es ein Chaos durch die gemischten Kabinen, zumal man ja auch ehrlicherweise gar nicht ganz sicher sein kann, ob auf den genannten Strecken das Flugzeug rotiert, weil das Flugzeug kann auch rausgenommen werden, kann in der gesamten Flotte rotieren, je nachdem wie die Flugpläne sind. Das heißt also, es ist kein garantierter Sitz, weil da auch mal dann eine alte Bude drauf läuft. Und reicht das gegen Emirates und Qatar und Konsorten oder ist das überhaupt der richtige Schritt, den Ansatz, den man dann geht? Frage ist, würdest du LH fliegen mit der neuen Business Class oder wegen der neuen Business Class? TAP-Privatisierung, da ist ja die Lufthansa irgendwie noch ein bisschen dran. Dann ist die IAG dran, Air France KLM ist auch noch mit dabei. Aber die TAP stellt klare Bedingungen und da gibt es dann auch keine Diskussion. Flughäfen müssen gestärkt werden, und zwar portugiesische Flughäfen. Lufthansa, IAG, Air France, KLM haben bis zum 2. April Zeit, da ihre Pläne vorzulegen. Fokus sind natürlich die Südamerika-Verbindungen von allen drei genannten. Die Regierung fordert Stärkung aller Flughäfen. Betreiber sind die Vinci Airports. Und was heißt das für uns? Logischerweise, das heißt für uns, dass natürlich der Zugang zu dem südamerikanischen Markt strategisch sehr, sehr wichtig ist für alle Fluggesellschaften, dass wir damit auch Netzwerkverbesserungen bekommen, neue Routing-Optionen, Allianzen haben vielleicht auch neue Möglichkeiten, wenn es bei der Lufthansa ist, dass wir dort meilenoptimierter fliegen können. Konsolidierung in Europa schreitet damit allerdings auch voran. Das heißt also, immer mehr Fluggesellschaften verschwinden aus der Unabhängigkeit. Also die Marken gibt es, aber sie sind halt
trotzdem abhängig dann von anderen und gehen dann auch in Joint Ventures wie dem Atlantic Joint Venture, zum Beispiel wie die ITA jetzt reingegangen ist. Und ist die TAP ein Hidden Champion oder eher nicht? Weil im Branchensport hieß es ja immer TAP, take another plane. Ja, wer gewinnt TAP? Lufthansa versus Air France. Wer braucht es mehr? Politische Bedingungen ist ein Dealbreaker eventuell. Das heißt also, dann hätte man ja noch einen Hub in der Lufthansa Group. Allerdings ist es natürlich so, dass strategisch das für Südamerika wichtig ist, für die Lufthansa gerade und natürlich auch den Markt weiter verschiebt zugunsten der Lufthansa, zum Nachteil von uns. Also sollte Lufthansa die TAP unbedingt kaufen. Wir haben auch Themen wie Meilen natürlich. Ich weiß, kommt im Moment ein bisschen zu kurz aufgrund der weltpolitischen Lage, aber American Airlines hat jetzt mal was gemacht, was ich persönlich geil finde. Und zwar Upgrade Deal als Loyalty Game Changer. Was passiert da? Man bestätigt die Business Class beim Kauf, Upgrade, wenn man aber nur Premium Economy bucht. Das heißt also, man bezahlt weniger und bekommt mehr. Zeitraum ist der August 2026. Voraussetzung, man muss Premium Economy plus Upgrade Voucher benutzen. Upgrade wird sofort bestätigt, wenn verfügbar. Gilt für viele internationale Strecken, wenige Ausnahmen. Ausnahmen sind zum Beispiel Doha und Delhi. Das sind, glaube ich, 6 Ausnahmen. Also 6 Ausnahmen sind ja noch überschaubar. Und man muss halt sagen, das ist ein relativ harter und krasser Loyalty-Move zugunsten der Passagiere. Ist halt für uns eine enorme Chance, Value in unsere Punkte und in unsere Voucher zu bringen. Damit gibt es auch in den USA vielleicht wieder Marktverschiebungen oder aber auch Impulse, die für uns in Europa kommen, dass wir auch gewisse Vorteile mal bekommen. Wir haben es ja gesehen, dass es diese Loyalty-Only-Flüge gab, hat Lufthansa dann irgendwann kopiert. Dann ist es natürlich so, dass einige Leute das als Bindungsinstrument wahrnehmen und sagen, hey geil, da möchte ich das bei American Airlines machen. Und bei Loyalty sind ja gerade die US-Gesellschaften wesentlich intensiver an Neuerungen dran, als man in Deutschland das so das Gefühl hat. Warum gibt es sowas nicht in Deutschland? Weil der Wert von Upgrade-Vouchern damit massiv steigt. Ist das vielleicht Druck auf Lomaisa Amor, dass die das jetzt auch machen müssen? Ist halt wirklich ein geiler Loyalty-Move aus meiner Sicht. Wie seht ihr das? Und ja, würdest du gezielt Premium Eco für so ein Business-Upgrade dann buchen? Ich muss ehrlicherweise sagen, ja, das würde ich. Ja, wir können nur als Fazit für die Sendung nochmal sagen, dass es Druck bei den Fluggesellschaften gibt. Wir sehen das ja, Kostenstruktur, aber auch beim Produkt. Dann immer noch Boeing gegen Airbus, ist ja ein Klassiker, immer wieder der geht. Dann haben wir nochmal den Loyalty Move, den wir von American Airlines haben. Und wir haben dann den Move, wer kriegt mit TAP Südamerika. Heißt also, Premium wird zum Markenkern. Ihr könnt wie immer den Kanal abonnieren, die Glocke anmachen, ein Like da lassen. Ihr könnt die Frage des Tages beantworten. Ich denke mal, die eine Frage wird natürlich sein, reicht das Lufthansa A380er Business Upgrade? Ist das eine Optimierung? Oder sagt ihr, naja, gut, das ist ein Schritt, aber da muss mehr kommen. Da bin ich mal auf eure Meinung gespannt. Und dadurch, dass die Lufthansa City Airlines kommt, wird Lufthansa dadurch chaotischer oder effizienter. Danke, dass ihr dabei wart. Denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen und dann natürlich auch aufs Cool zu kommen. Also in dem Sinne, bis dann. Ciao.